Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, dieses Wochenende gab es mal eine Menge Videos. Heute gibt es endlich wieder KISS und zwar gucken wir uns die Dressed to Kill 50 Jahre Edition an. Ich habe zwei Stück. Einmal die, nennen wir sie mal Standard-Vinyl und dann die limitierte Picture Disc. Limitiert sind ja beide. Aber die Picture Disc ist immer die schneller ausverkauft ist, im Gegensatz zu der. Ich bin der Meinung, die bekommt man noch, die Standard-Version in diesem Ghostly Vinyl. Und hier ist wirklich Ghostly Vinyl drin. Wer mein Megadeth Video noch nicht gesehen hat, guckt da gerne mal rein, wie Ghostly Vinyl nicht aussehen soll. Nach dem Intro legen wir los. Ja, gestern gab es ein Video zu EBM und Synthpop. Da ehrlich gesagt einmal gibt es hier von mir eine Ansage. Das haben nur knapp über 100 Leute geguckt. Ich bin enttäuscht, Leute. Also ganz schnell zurück in das Video. Pause machen hier, das andere Video gucken und dann erst dürft ihr weiter KISS gucken. Kann nicht sein, dass hier immer nur KISS geguckt wird auf dem Kanal, wenn ich auch andere geile Musik zeige. Wenn das nicht geguckt wird, dann gibt das die nächsten 5 Monate nur noch Helene Fischer Vinyl zu sehen. Also 500 Klicks bis heute Abend, dann geht's mit KISS weiter. Nein, kleiner Spaß, aber oder auch nicht. Also, heute geht's um Dressed to Kill. Wir gucken uns das Ganze hier einmal genau an. Bevor wir uns aber das Vinyl angucken, gucken wir uns an, was man dazu kaufen muss, damit man, das Kabel hier fast weggehauen, damit man die Vinylscheibe überhaupt bekommt, weil ihr müsst einen Kapuzenpulli dazu kaufen. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Ich rück das mal richtig ins Bild hier. Da habt ihr nämlich ein wunderschön gesticktes KISS-Logo mit japanischen Zeichen. Auf dem Ärmel ist hier irgendwelche Zeichen gedruckt, auch irgendwelche japanischen Zeichen. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Hier unten habt ihr so ein Dressed to Kill since 1975, was ich hier ein bisschen doof finde. Das ist nur an 4 Ecken festgenäht. Ihr könnt hier überall mit dem Daumen und Finger durchgehen. Finde ich nicht ganz so cool. Aber ich muss sagen, das ist seit langem der beste Pulli, den man bekommen hat mit einer Schallplatte. Die anderen waren alle irgendwie nicht so geil. Das hier sieht wenigstens mal gut aus, obwohl ich den riesen Gummidruck mit einer komischen Maserung hinten nicht ganz so cool finde. Aber es sieht gut aus, es ist ein toller Pulli und ich habe den natürlich zweimal, weil ihr bekommt bei beiden Versionen denselben Pulli. Das war am Anfang auch mal anders, das haben sie jetzt geändert. Warum auch immer. Ich habe davon 2. Ich packe sie beide weg, weil ich finde ihn sehr gut und werde die sogar tragen, weil er echt gut aussieht. Aber das wird eher so ein Pulli immer für besondere Anlässe. Holen wir das Ganze einmal hier raus. Hier seht ihr den Hype-Sticker, Premium Edition, Ghostly, Gold Black Vinyl, Gold Foil Stamped und Embossed Jacket und Gold Label und Poster. 3000 Units weltweit. Das ist die Limitierung für das Ghostly Vinyl. Schauen wir uns das Cover einmal genauer an. Wir bekommen hier, und das finde ich wirklich hübscher als bei der Picture Disc. Ich finde sowieso jedes Mal, dass die Standardvariante in diesem Falle immer schöner ist als die Picture Disc. Schön Gold, hier schön eingeprägt das Logo, oben ein goldenes, spiegelndes KISS-Logo. Das sieht wirklich richtig gut aus. Von der Seite kriegen wir diesen Druck. Ich versuche das mal irgendwie einzufangen hier. Sieht man das? Ja, so sieht es aus. Auch so ein bisschen golden, glitzernd wirkend. Hinten das Ganze auch mit so einem Druck, der aussieht, als wäre er golden. Natürlich dieses Negativmotiv hinten drauf. Oben die Titel, typisch wie bei der Dressed to Kill. Sieht echt schick aus. Dann gucken wir in das Ganze rein. Hier kriegen wir wieder diese Poster mit dazu gepackt. In diesem Falle ist es halt bei der Picture Disc immer ein doppelseitig bedrucktes Poster, bei der normalen Variante nur ein einseitig bedrucktes Poster. Wir kriegen hier ein riesiges Live-Motiv. Ich schwenke mal kurz mit der Kamera ein bisschen rüber. Oben KISS-Logo. Wer meinen Short gesehen hat, weiß vielleicht schon, wie das Ganze aussieht. Das sieht auch richtig, richtig gut aus. Kann man nicht meckern. Cooles Motiv, schönes Hochglanzposter, sehr, sehr dickes Material. Man muss mal aufpassen beim Auseinanderfalten, dass es einen nicht kaputt reißt. Und dann kommen wir zum
Ghostly Vinyl. Und das ist hier wirklich das Highlight. Ich finde, das sieht wirklich richtig gut aus. Guckt euch an, wie diese kleinen, ja, ich nenne sie mal Geisterchen, da so wegflitzen. Es sieht halt immer aus wie Augen, so ein offener Mund. Das ist schon cool gemacht und das ist für mich wirklich Ghostly Vinyl, was auch immer Megadeth da in ihre Platte reingeschmissen hat. Sieht ja nach allem aus, aber nicht nach Ghostly Vinyl. So muss es aussehen. Und so war es auch abgebildet bei Megadeth. Also die Megadeth ist ja auch nicht meine Scheibe. Das heißt, ich ärgere mich da umso weniger, weil ich sie mir ja eh nicht kaufe. Demnach ist es nicht ganz so schlimm, wenn das Vinyl nicht so aussieht, wie ich es gerne hätte. Kommen wir zur Picture Disc. Manko hier auch, sie kommt in so einer wiederverschließbaren Folie, wo der Hype-Sticker drauf ist. Ich persönlich mache es ja mal in meine eigenen Hüllen. Ja, in dem Fall ist es schon drauf. Man muss das Ganze hinten öffnen. Poster habe ich hier extra reingelegt. Die Dinger werden wie immer produziert in der Tschechischen Republik. Wir gucken uns das Poster an, weil hier haben wir jetzt ja die doppelt bedruckte Variante. Das eine ist wieder das Live-Bild, das müssen wir uns nicht angucken, weil das haben wir gerade schon gesehen. Aber hier gibt es wirklich ein wunderschönes Poster von dem Dress to Kill Fotoshoot. KISS-Logo an der Seite und dann haben wir hier das typische Bild. Absolut geiles Poster. Da bin ich froh, dass diese Variante hier diese Seite hat. Ich finde es ein bisschen fies, dass man das nicht bei der anderen Version mit reinpackt und das Live-Bild als extra Goodie macht. Aber ja, muss auch irgendein Anreiz da sein, die viel zu teuren Picture Disc zu verkaufen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja der Anreiz. Ich persönlich muss jetzt sagen, das Poster ist eine nette Beilage, aber man bekommt oft in den nicht offiziellen Pressungen bessere Sachen. Schauen wir uns hier die Hülle an. Sie ist matt. Sie ist glänzend im KISS-Logo. Oben so ein mattes, ja, Gold angehauchtes. Leider hier kein Goldfoil. Es ist, ja, ich finde, es ist die Downgrade-Variante zu der anderen. Und warum die hier immer so viel teurer ist, erschließt sich mir nicht wirklich, weil eine Picture Disc ist ja qualitativ auch schlechter. Das Ganze hier seht ihr, 199 Stück. Ich habe es ja, auf 199 Stück meine Nummer limitiert. Insgesamt kommen da 1000 Units. Also früher waren es immer 500, mittlerweile haben sie es erhöht, was ich sehr gut finde. Sie sind immer mal ein bisschen länger erhältlich und die Scalper können nicht mehr ganz so stark in die Tasche greifen und einen abzocken. Also da bin ich immer ganz froh, dass wir hier jetzt eine größere Limitierung kriegen. Sie sollten das wirklich auf 2000 Stück machen, dann bekommt auch wirklich jeder eine ab, die, ja, der eine haben möchte. Kommen wir zur Picture Disc und da ist schon der Punkt. Ich finde sie qualitativ nicht so genial. Das Bild ist ja, ziemlich schwammig. Ich finde die Auswahl von dem Bild auch nicht gut, muss ich sagen. Das ist die eine Seite. Und hier bekommt ihr die andere Seite. Auch da finde ich die Verarbeitung nicht so gut. Das hier ist sehr hell. Also es gibt bessere Picture Disc auf dem Markt. Ob der Preis hier gerechtfertigt ist, ich sag mal nein. Man zahlt hier viel Geld für den Pulli und viel Geld für, ja, eine Picture Disc. Also ist immer so eine Sache. Ich kaufe sie mir, wenn ich sie kriege. Mittlerweile, Gott sei Dank, bekommt man sie ja wenigstens am Anfang noch. So, Stimme fast weggeblieben. Bekommt man sie am Anfang noch und ja, das ist wirklich ein tolles Teil, aber ja, der Preis ist einfach abgehoben und steht in keinem Verhältnis. Das muss man ganz klar sagen. Ich hole noch mal die andere mit ins Bild. Da haben wir beide Versionen. Einmal halt die Gold Foil Variante und die Picture Disc Variante mit der matten Hülle. Ich finde beide gut, tolle Version. Ich finde die Cover wirklich schön gestaltet bei beiden. Ja, die Posterbeilage ist okay, die Picture Disc geht so, das Ghostly Vinyl ist ein Hammer. Wenn einer sich entscheiden müsste für eine Variante, würde ich jedem ans Herz legen, kauft euch die Ghostly Variante, weil ich finde sie einfach besser. Auch wenn das Poster nicht beidseitig bedruckt ist, ich finde das Cover ist wesentlich hochwertiger durch dieses Embossed und diesen Golddruck.
Und die Scheibe sieht wesentlich geiler aus. Das muss man echt sagen. Auch wenn kein Bild drauf ist. Das war mein kleines Video zu Dressed to Kill 50 Jahre Anniversary. Ich habe jetzt gerade erschreckenderweise festgestellt, dass es die Alive Box nicht mehr gibt. Bin ein bisschen geknickt, weil ich wollte sie eigentlich nächsten Monat kaufen und ja, jetzt ist sie weg. Das bedeutet für mich jetzt, ich muss jetzt zusehen, dass ich mir die Dressed to Kill noch hole, bevor die auch weg ist, sonst gucke ich bei beiden in die Röhre. Also wenn irgendjemand eine Alive Box zum Normalpreis noch gerne abgeben möchte, schreibt mich gerne mal über meine E-Mail-Adresse an, weil da suche ich jetzt eine. Ich ja, war einfach jetzt zu langsam, aber so ist das, wenn man viele, viele andere Sachen kauft. Das Geld ist halt einfach nicht unendlich. Man muss irgendwo Abstriche machen. In diesem Fall habe ich nicht offizielle Sachen vorgezogen. Ja, und die Box ist jetzt leider weg. Ich schaue mal, ob ich sie irgendwann noch bekomme. Erstmal muss ich jetzt gucken, dass ich die Dressed to Kill noch kriege, die ich eigentlich auch fast geiler finde. Aber trotzdem schade, dass die Alive weg ist. Ich bin raus. Habt einen schönen Restsonntag. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar da und guckt gefälligst das letzte Video von gestern, weil sonst gibt es die nächsten 5 Monate Helene Fischer und nur noch Andrea Berg Specials. So, ne, damit ihr es wisst. Keep on rockin'. Tschüss.